Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es wieder um den Camaro. In dem Fall befinden wir uns jetzt hier im Motorraum und wie ihr sehen könnt, Fokus liegt auf der Batterie. Ihr seht auch, ich habe ein Ladegerät angeschlossen. Liegt einfach daran, wenn das Fahrzeug relativ lange steht, wird die Batterie entsprechend auch leer, obwohl relativ wenige bis gar keine Verbraucher vorhanden sind. Und um das so ein bisschen zu umgehen, beziehungsweise dass ich eben das Ladegerät nicht mehr brauche, habe ich mir hier so einen entsprechenden Unterbrecher besorgt. Damit kann man sicherstellen, dass man die Stromzufuhr von der Batterie zum Auto unterbricht. Ähnlich wie beim Wasserhahn. Man dreht dort einfach den Kontakt raus und das Fahrzeug wird dann eben nicht mehr mit Strom versorgt. Erhöht einfach die Lebensdauer der Batterie. Und diesen kleinen Unterbrecher, den möchte ich heute verbauen und zeige euch das einfach einmal. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch relevant, der ein Fahrzeug hat, das viel steht. Und dann schont man da die Batterie und umgeht eben, dass man da die ganze Zeit die Batterie laden muss. Bei einem moderneren Fahrzeug, wie jetzt zum Beispiel bei meinem M2, wäre das theoretisch auch möglich. Man hat aber natürlich die Probleme mit den Steuergeräten. Sprich, wenn man da den Strom abklemmt im Fahrzeug und den dann wieder anklemmt, dann ist da erstmal Christbaum angesagt, weil da alle möglichen Steuergeräte sich beschweren, teilweise Dinge auch neu angelernt werden müssen. Das bedeutet, so ein Unterbrecher ist eher etwas für, in Anführungszeichen, etwas einfachere oder dümmere Fahrzeuge, beziehungsweise einfach Fahrzeuge mit weniger Steuerelektronik an Bord. Jetzt, wie gesagt, zum Einbau selbst. So, ich habe jetzt hier die Kamera schon mal positioniert. Wie ihr sehen könnt, ich habe die Batterie jetzt noch angeschlossen. Das heißt, ich werde jetzt hier einmal das Ladegerät abklemmen. Damit haben wir das schon mal, also die Batterie schon mal vom Ladegerät getrennt. Als nächstes nehme ich mir hier so einen 13er Schlüssel, denn ich komme hier mit der Ratsche nicht ran und löse den Minuspol. Jetzt, wo ich den Minuspol gelöst habe, werde ich sozusagen diesen Unterbrecher hier einfach zwischenschalten. Das heißt, der Minuspol oder die Minusklemme von der Batterie wird weggenommen. Dafür kommt dieser Unterbrecher ran und an den Unterbrecher hier hinten kommt dann wiederum der Minuspol ran. So, der Minuspol ist abgelöst und was ich jetzt mache, ist eben diesen Unterbrecher beziehungsweise den Minuspol hier an den Unterbrecher befestigen. Dafür kann ich jetzt die Ratsche nehmen. Wichtig, dass ihr das, wie gesagt, am Minuspol der Batterie macht, denn also auch beim Abklemmen der Batterie immer den Minuspol zuerst abklemmen. Denn wenn ihr jetzt mit dem Pol irgendwo an die Karosserie kommt, gibt es da keinen Kurzschluss, denn die Karosserie wäre ja auch Masse, also Minus. Und wenn ihr das andersrum macht, besteht eben die Gefahr, dass es da gegebenenfalls einen Kurzschluss geben kann. Jetzt löse ich das hier schon mal so ein bisschen an. Jetzt hat es wahrscheinlich gleich ein bisschen Funken. Gehe ich mal davon aus. Oh, hat nicht gefunkt. Auch gut. Der Unterbrecher ist jetzt hier in Position. Jetzt nehme ich wieder meinen 13er Schlüssel, denn auch da komme ich jetzt mit der Ratsche nicht ran und ziehe den Pol fest, beziehungsweise in dem Fall den Unterbrecher. Jetzt hier mal den Hebel nach oben. So, jetzt habe ich alles angeschlossen. Wir sehen also, hier ist jetzt der Unterbrecher installiert. Der ist jetzt aktuell aktiv geschaltet, das heißt, wir haben auch Strom. Wenn ich mir hier also jetzt mal mein Messgerät hinlege. Hervorragend. Ich denke, so kann man das sehen.
ziehe es gleich wieder ins Bild. Also hier Plus an der Batterie und hier hinten Minus am Kabel. Dann sehen wir haben da im Hintergrund, ist jetzt ein bisschen schlecht zu erkennen, aber 13 Volt. Jetzt aktiviere ich den Unterbrecher, beziehungsweise ich kann auch hier mit der Karosserie messen, habe ich auch 13 Volt. Jetzt aktiviere ich den Unterbrecher, ich drehe den also raus. Und wenn ich jetzt messe an der Karosserie, nichts mehr. Wenn ich messe am Kabel, nichts mehr. Wenn ich an der Batterie messe, habe ich wieder meine 13 Volt. So habe ich also jetzt die Möglichkeit, das Fahrzeug vom Strom abzuschalten, was dann eben die Lebensdauer der Batterie, beziehungsweise auch, wenn ich den jetzt ein paar Wochen stehen habe und dann wieder starten will, muss ich mir keine Gedanken machen, dass der angeht. So ist das sichergestellt. Das war ein ganz kurzes Video, wie gesagt, hier zu diesem Unterbrecherkontakt für die Batterie. Sehr nützlich für ältere Fahrzeuge, die eben längere Zeit stehen. Für moderne Fahrzeuge, wie gesagt, würde ich es jetzt weniger empfehlen aufgrund der ganzen Steuergeräte-Thematik und der Problematik, die dann entstehen kann, irgendwelche Steuergeräte neu anlernen zu müssen. Für so ein altes Fahrzeug aber, wo wir eben noch so ganz klassisch eine Batterie haben und einen einfach elektrischen Stromkreis, ist das super. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Gerne sehen wir uns auch im nächsten Video. Ich würde mich freuen. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.